Moin Moin zusammen! So, die Koffer sind gepackt, Jawohl. denn es geht heute wieder für uns mit dem Nachtzug von Hat Yai nach Bangkok. So sieht's aus. Und zwar in erster Klasse. Wir haben erste Klasse Abteil. Da sind wir sehr gespannt. Im Zug Nummer 32. Soll ja der beste Zug sein, wenn man sich so die ganzen Rezensionen anschaut. Wir sind sehr gespannt. Das erste Mal Zugfahren hier in Thailand, also Und das erste Mal mit einem Nachtzug. Und das erste Mal mit einem Nachtzug, richtig. Bin gespannt. Also, ja, ich auch. Und ich würde sagen, let's go, komm mit. So, wir haben die Grab-App genutzt, um uns zum Hauptbahnhof fahren zu lassen. Das waren nur 10 Minuten Fahrt. Kostet irgendwie 3 €, glaube ich, inklusive Trinkgeld. Und ja, wir sind jetzt hier am Hauptbahnhof in Hat Yai. So sieht das hier aus. Mal gucken. Da oben sieht man eine Anzeigetafel, da ist auch schon unser Zug schon angeschlagen. Ja, und jetzt müssen wir halt nur noch gucken, wo wir genau hin müssen. Jetzt sehe ich, da hinten steht da Station Entrance. Da werden wir mal hingehen, da vorne. Also da geht's rein scheinbar. Und dann gucken wir mal, welche Plattform das ist und ob es vielleicht auch hier eine Lounge gibt oder ähnliches für die First Class. Werden wir mal sehen. So, hier ist Station Entrance. Und muss man da durch eine Sicherheitskontrolle? Na, mal gucken, wir werden sehen. Da fährt man da wahrscheinlich einfach durch. Werden mal gucken. Also mal schauen. Ja, gut. Hier, mit Wärmebildkamera. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, was haben wir da? Meeting Room haben wir da einmal oben. Ja? Ja. Ah ja, hier, guck mal. Klassenausflug, sehr gut. Auch nicht schlecht, nicht schlecht. Wunderbar. So, da ist Tickets, aber wir haben ja schon unser Ticket. Jetzt müssen wir mal gucken, Exit, wo wir hier raus können. So, mal schauen, mal schauen. Das erste Mal hier zurechtfinden. Also wir sind jetzt hier schon direkt am Bahnsteig. So, die nette Dame fragt an. Wir haben jetzt einmal das Ticket hier vorgezeigt und gefragt, ob es eine Lounge gibt. Wir werden es gleich erfahren. Also sie guckt jetzt mal, oder mit der Übersetzungs-App kommt man auf jeden Fall hier gut weiter. Ja, also das klappt hier soweit eigentlich ganz gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch mal eine Stunde warten, bis der Zug hier ankommt mindestens. Und momentan hat er 0 Minuten Verspätung, also scheint pünktlich zu sein, das ist schon mal sehr gut. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob es eine Lounge gibt und ob wir da reinkommen. So, wir folgen mal. Mal schauen. Ah, VIP-Lounge, da oben steht's. Sehr gut. Ja, wir sind jetzt hier in den Lounge-Bereich geführt worden sozusagen. Also es ist ein Zimmer hier direkt neben dem Bahnsteig, kann man so sagen. Genau, oder in der Empfangshalle. Und ja, wir zeigen euch das jetzt hier mal. Wir haben hier Sitzgelegenheiten, also gibt es Sofas mit Couchtisch, Sesseln, hier nochmal Stuhl, Fernseher, der aber momentan nicht funktioniert. Ganz wichtig. Ja, das stimmt. Genau, draußen sind es 31 Grad. Hier drin kann man das auf jeden Fall dann schön ein bisschen kühler machen, dass es angenehm ist. Ja, hier sind dann die Räume, hier sieht man dann draußen den Bereich, wo man dann raus und rein kann. Eine kleine Blume ist auch hier. Ja, wir haben hier vorne, gibt es auch eine Toilette. Das zeige ich auch mal. Oh, guck mal, hier mit Dusche sogar. Kann man duschen, wenn man möchte. Ganz normale Toilette, Waschbecken, Spiegel. Ja, so sieht das hier aus. Ja, also ist jetzt vielleicht nicht so die Lounge, die man so kennt von vielleicht Malaysia oder Indonesien, die wir da bisher hatten. Aber gut, es ist immerhin, kann man hier halt sitzen. Sitzen hier auch alleine, also fast schon ein bisschen beschämend, finde ich, wenn man hier jetzt so als Tourist alleine sitzt sozusagen. Also die haben extra für uns jetzt hier den Raum aufgeschlossen und das Licht angemacht.
Ja, schon ein bisschen komisches Gefühl. Aber gut, wir wollten es ja nur wissen, wir haben gefragt und die haben uns das jetzt hier reingeführt. Gehört ja auch zum Erlebnis mit dazu, sozusagen, dass man sowas mal seht. Und ja, auch, dass ihr auch mal gucken könnt, wie das Ganze hier so abläuft. Okay, ja, dann warten wir jetzt noch mal ungefähr eine Stunde auf den Zug und wenn sich irgendwas ergibt, dann schalten wir die Kamera wieder an, würde ich sagen. Da ist der Zug. So, da ist er schon. Eine Stunde vorher ist der Zug jetzt schon angekommen. Ja, jetzt können wir da schon hingehen und können uns das schon angucken. Oh, hier, da geht auch richtig was ab. Was ist das denn? Ah, sehr schön. Oh, zum Appell hier, das ist die Crew. Das wäre toll. Ja, gucken wir mal. So, da steht es auch schon. Also hier sieht man einmal die Zugnummer da ganz oben. Hier dann den Waggon und ja, wo wir gerade sind. Und unten dann, wo es hingeht. Das heißt also die Endstation, das ist jetzt hier Station in Bangkok. Wir müssen in Wagen 2. Deswegen müssen wir noch ein bisschen laufen. Aber wir haben ja auch Zeit. So, hier kannst du dich noch eindecken, wenn du möchtest. Mit verschiedenen Sachen. So, hier gibt es verschiedene Stände. Da kann man sich noch eindecken. Hallo. So, verschiedenes. Bevor die Fahrt losgeht, dann. Ja, hier kann man zur anderen Seite auch durchgucken. Und hier unten sieht man die Höchstgeschwindigkeit, 120 Kilometer pro Stunde. Sehr schön. Wir sind jetzt am Wagen 5. Es geht noch weiter. Wir müssen zum Wagen 2. Der ist wohl ganz vorne. Hier auch sehr schön. Eine alte Lok mit so einem Kohlewagen hinten dran. Also auch schön anzusehen. Ja. Das Ende des Zuges erreicht. Hier der letzte Wagen. Das ist unser. Das ist Klasse 1, wie man sieht da vorne. Ja. Wunderbar, dann steigen wir gleich mal ein hier. Also, auf geht's. 23 und 24. Was haben wir hier? Ah, das ist fürs Personal. Also wir haben hier unten ja, eine Liege und dann hier oben ein Klappbett. Zweite Liege. Dann haben wir hier oben Kissen. Kleines Tischchen gibt es hier. Dann gibt es hier ein kleines Waschbecken. Am Waschtischchen hat man einmal 2 Seifen. Und hier hat man Wasser. Und ja, es gibt hier so Zahnputzbecher. Mülleimer ist dabei. Dann haben wir hier noch so Kissen. Das ist wahrscheinlich dann nachher, um das Bett zu machen. Hier oben befindet sich die Klimaanlage. Es gibt noch verschiedene Knöpfe. Das ist einmal dann, ja, hier kann man, glaube ich, mit USB kann man laden. Irgendwelche Programme kann man hier hoch und runter schalten. Lautstärke, hier der Powerknopf. Ja, ansonsten hier hat man dann eine Verbindungstür. Also man kann auch so einen Vierer Sitz machen sozusagen. Man kann hier zum nächsten, ja, zum nächsten Abteil kann man hier dann im Prinzip aufmachen. Das heißt also, wenn man jetzt hier aufmacht,
kann man das hier wirklich so öffnen und kann dann hier, hat dann ein Viererabteil. Also wenn man jetzt mit einer Familie fährt, ist das auch überhaupt gar kein Problem. Dann hat dann einfach ein großes Abteil für sich, für seine Familie. Gut, wir haben uns schon ein bisschen eingerichtet. Man fragt sich, wo sind die Koffer abgeblieben? Bei so einem kleinen Abteil. Genau, und Daniela hat sie hier unten drunter versteckt, unter der Bank. Ja, Ja, wunderbar. die brauchen wir nicht während der Fahrt. geht doch auch, ne? Genau. Und ja, da ist der Kamerarucksack, hier der Rucksack mit Essen und hier sind dann haben wir unsere Sachen gepackt für heute Genau. Abend, die wir heute Abend dann hier nachts anziehen wollen. Genau, wir haben uns das ja so eingerichtet, dass wir nicht an die Koffer müssen, sondern Schlafsachen und frische Sachen für morgen früh und Kosmetika haben wir in den kleinen Reiserucksack reingepackt. Ja, So ist es viel angenehmer, man braucht nicht alles auspacken. genau. Gut, ja. So, was haben wir auf der anderen Seite? Wir können hier einmal das Licht ein- und ausschalten. Hier ist Klingel. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht für Service oder wenn irgendwas ist. So, was gibt es da noch? Da hast du so ein kleines Nachtlicht und es gibt auch Steckdosen. Das heißt, man kann hier auch seine Geräte laden, wenn man einen entsprechenden Adapter hat. Den haben wir ja mit. So, hier haben wir dann ein Display an der Seite. Hier sehen wir einmal die Innentemperatur, 23 Grad. Hier die Außentemperatur. Die Klimaanlage oben lässt sich von der Temperatur zumindest mal nicht regeln. Man kann aber hier, kann man sie auf- und zumachen. Also hier sieht man das mit dem Hebel, funktioniert das. Und hier kann man eben die Richtung, in der sie pusten soll, kann man verändern. Ja, die Tür kann man auch schließen, geht dann manuell. Das heißt also hier, und kann die dann auch verschließen. Hat oben dann ein Spion, da kann man dann gucken. Ja, also so sieht das hier aus. Ja, die Lok wird gerade hier angedockt. Wunderbar. Passt. Hier noch einmal der Blick in die zweite Klasse. Das kann man hier unten umfunktionieren zu einem Bett. Hier oben kann man das dann runterklappen, auch zu einem Bett. Den Vorhang kann man dann hier runter machen. Ja, und hat dementsprechend dann so ein Abteil mit Vorhang. Leute, es geht los. Ja. Also direkt pünktlich, fast pünktlich, 2 Minuten nur Verspätung. Und ja, geht direkt los. ที่ที่สุดนะคะถ้าเป็นสิ่งสำคัญครอบครัวของเรามีคำว่า The State of Thailand Good opportunity for using our service for you to see enjoy the week. Also vielleicht habt ihr das gerade mitbekommen, die Ansagen sind auch auf Englisch zwar, aber so richtig viel verstanden habe ich jetzt zumindest nicht. Na gut, ich hoffe es war nichts Wichtiges. Ich zeige euch gleich mal die Toiletten. Ja, die Toiletten sind ganz am Ende vom Gang. Da können wir in die Dusche reingucken. Schaut mal hier. Also hier mit Spender. Und hier ist der Duschautomat. Ja, wunderbar. Da kann man morgen früh dann hier duschen. Hier kann man ein Handtuch hinhängen, wenn man eins hat. Okay. So, hier ist die Toilette für die Herren, fürs kleine Geschäft. Auch alles dabei, wunderbar. Handwaschbecken. So. Einfach, ja, nicht groß, aber es reicht aus. Man hat alles, was man braucht. Hier ist ein kleines Handwaschbecken mit bei, Seifenspender, dann Papierhandtücher, für uns der Abwurf. Ja, hier ist die bewährte Dusche, die man aus Asien kennt. Ja, alles da. Prima. Also für die Toiletten ist hier auch gesorgt. Also alles gut.
So, wir bekommen ein Essen. Sehr schön. No meat, yeah? No meat, no fish. No egg. No meat. No Okay. fish sauce? Yeah. Okay. So, hier ist ein vegetarisches Menü. Ja, wir sind jetzt ungefähr 1 Stunde gefahren und wir haben gerade unser Bettzeug bekommen und hier auch Handtücher dann zum Duschen. Ist auch alles hier richtig verschweißt. Das sind 2 Handtücher. Bettlaken, Kissenbezüge, Decken. Genau. Decken, hier sieht man es. Da oben sind Kopfkissen noch, aber wir haben unsere eigenen Reisekopfkissen immer dabei, also von daher brauchen wir die jetzt nicht. Jo, Und wie das Ganze mit dem Bett funktioniert, zeigen wir euch dann später, wenn es soweit ist. genau. Wir haben uns unsere eigenen Hausschuhe mitgebracht. Hey, eine super Sache. Können wir nur empfehlen. So, wir haben uns jetzt bettfertig gemacht. Das heißt, Zähnchen sind geputzt, wir sind umgezogen und jetzt wollen wir uns das Nest bereiten. Da gucken wir mal, wie das so läuft. Also den unteren Bereich, da kann man hier einfach dran ziehen hier unten und dann zieht man die Sitzbank nach vorne und kann dann so das zu einem etwas breiteren Bett ausbauen. Das sieht man dann hier. Die Fläche wird dann breiter, ne? Fläche wird breiter, genau. Oben das Bett, da muss man hier nur an der Seite ziehen, hier an diesem Hebel und dann kommt das hier runter. Das machen wir jetzt momentan nicht, weil wir wollen hier unten erstmal das Bett aufbauen. So, nach oben kommt man hier über diese Trittstufen. Also da gibt es hier an der Seite diese Trittstufen. Und hier oben den Haltegriff. So, an der Tür. Die Tür kann man natürlich einmal abschließen. Und dann empfiehlt es sich, hier diese Sperre auch nochmal rauszumachen. Dadurch kann man eben die Tür jetzt auch von außen nicht einfach aufschieben. Selbst wenn man die jetzt hier mit einem Schlüssel noch öffnen würde, kann man die jetzt nicht so einfach mehr dann aufschieben und öffnen. So, guck mal, das sieht doch schon richtig gut aus jetzt hier. Richtig gemütlich, ne? Kann man sich schon mehr vorstellen, dass es ein Bettchen ist. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Mal einmal am Hebel ziehen und dann geht das obere Bett hier runter. Das kann man hier einhaken, dass man da nicht runterfällt. So, die Betten sind gemacht. Wir haben unten einmal meinen Schlafbereich, Schlafsack mit meinem Kopfkissen und dann oben schläft dann Aniela in ihrem Schlafsack mit Nackenkissen. Ja. Sehr gut. Also so sieht das dann aus für die Nacht. Gut. Ja, dann würden wir sagen, legen wir uns mal zur Ruhe und dann eine gute Nacht. Gute Nacht. Ja, guten Morgen. Moin. Es ist Viertel nach 6. 5:45, die Nacht ist vorbei und ja, wie hast du geschlafen? Ja, ich habe eher so geruht, eher so eine Art Nickerchen gemacht. Also nicht richtig geschlafen, dafür war es halt doch ein bisschen laut und wackelig. Aber ich habe auch einen eher leichten Schlaf. Ja, und du? Es ging. Ich konnte verhältnismäßig gut schlafen. Es ist zwar nicht wie zu Hause oder wie im Hotel, aber das ist ja auch klar, man ist unterwegs. Aber ich habe das Gefühl, ich konnte gut schlafen mit gleichen kurzen Unterbrechungen. Ja, doch, eigentlich schon. Aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn man jetzt die ganzen 14 Stunden im Sitzen und in seiner Kleidung verbringen muss. Man kann sich halt ausstrecken und
wenn man umgezogen ist, kann sich der Körper auch besser ausruhen und Ja. es ist auf jeden Fall besser. Genau, es sind 14,5 Stunden Fahrt insgesamt von Hat Yai nach Bangkok. Wir sind gestern gestartet um 5:45 und sollten jetzt um 7:45 so circa ankommen. Das heißt, wir haben jetzt so etwas weniger als 2 Stunden noch Zeit. Ja, und Dann würde ich sagen, legen wir mal los, ne? Dass wir hier aus den in die Dusche Federn, kommen. so aus den Federn rauskommen. Genau, Genau, dann Zähne melden wir putzen. uns gleich zurück. Alles Bis klar. gleich. So, wir haben uns jetzt frisch gemacht, Zähne geputzt, geduscht. Ja, ist alles hier wunderbar, also es funktioniert gut. Die Dusche ist auch gut, also man kann die Wassertemperatur einstellen. Es gibt warmes Wasser, 35, 37 Grad, was man auch möchte. Und ja, also das ist schon richtig angenehm, muss ich sagen. Also wenn man morgens dann hier raustritt und kann noch eine kleine Dusche haben hier im Zug, das ist natürlich schon toll. 1000 Kilometer sind das insgesamt von Hat Yai nach Bangkok. Und wenn man das einfach so über Nacht machen kann und ein bisschen ruhen kann und vielleicht sogar schlafen kann, wie Aniela, das ist natürlich schon sehr gut. Also man spart sich halt auf jeden Fall schon mal eine Nacht im Hotel sozusagen, die man nicht bezahlen muss, das ist schon mal sicher. Man ist ja hier im Zug. Ob das jetzt so erholsam ist wie im Hotel, das steht auf einem anderen Blatt. Das hängt ja auch sehr, sehr individuell. Letzten Endes, jeder hat ja einen anderen Schlaf auch. Und, aber ist auf jeden Fall ein schönes Abenteuer, finde ich. Also kann man auf jeden Fall mal machen. Es ist kostengünstig. Wir zahlen pro Person 45 € jetzt hier über die eigene Website der Gesellschaft. Und ja, es hat alles gut funktioniert und von der Buchung hier bis zur Fahrt, also da kann man überhaupt gar nicht meckern, finde ich. Ich fand es auch ziemlich angenehm. Ja. Ja, im Gegensatz zum Flug. Im Gegensatz zum Flug, klar, es ist halt ein bisschen unruhiger als im Flug, aber man sitzt da ja im Flug auch in dem Sitz und enger, ja. Und von der Liegefläche fand ich die Betten schon angenehmer als im Flugzeug, auf jeden Fall. Und du hast hier, auch wenn die Kabine an sich ein bisschen eng ist, aber man hat auf jeden Fall mehr Bewegungsfreiheit als im Flugzeug und ja, dass man hier auch duschen kann. Also wir hatten es noch nicht, dass wir im Flugzeug duschen konnten, vielleicht irgendwann. Genau. Nee, aber ansonsten gut, es hat natürlich alles Vor- und Nachteile, ob man jetzt fliegt oder mit dem Zug fährt. Wir haben uns jetzt mal für den Zug entschieden, weil wir auch schon in Indonesien Zug gefahren sind und auch in Malaysia. Ja. Da wollen wir das in Thailand natürlich auch mal machen. Genau. Und ist auf jeden Fall ein schönes Abenteuer, finde ich. Wir wollten auch die Flüge ein bisschen reduzieren. Ja, genau. Also, das kann man ja auch mal machen. Ne? Muss ja nicht, fliegen ja sowieso schon relativ viel und dann kann man ja ein bisschen mal weniger fliegen. Vor allem, wenn es nicht unbedingt sein muss. Genau. Ja, also schöne Sache. Wir packen jetzt nochmal den Rest unserer Sachen. Wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde bis Bangkok ungefähr. Und ja, dann bis gleich. So, bye Zug. Ja, wir sind ausgestiegen. Wir sind jetzt hier gut angekommen nach 14,5 Stunden Fahrt und vor allem sind wir überpünktlich. 10 Minuten früher als geplant. Unglaublich, oder? Also über die Distanz hin, also das ist schon richtig cool. Also hätte ich auch gar nicht erwartet, dass wir so pünktlich ankommen hier in Bangkok. Schön, wirklich sehr gut. Ja, uns würde mal interessieren, wie hat euch denn die Zugfahrt gefallen? Jetzt was wir euch präsentiert haben, soll laut Rezensionen der beste Zug sein, die Nummer 32 und auch First Class, also die erste Klasse ist, besser geht's ja nicht. Würdet ihr sagen, das ist jetzt eine Luxusfahrt und wie würdet ihr das begutachten sozusagen? Wie würdet ihr das beurteilen? Das würde uns mal sehr interessieren. Vielleicht seid ihr auch mit dem Zug schon selber gefahren. Seid ihr auf den Geschmack gekommen, jetzt mehr mit dem Zug zu fahren? Genau, das ist eine gute Frage. Schreibt es doch mal in die Kommentare, würde uns interessieren. Und ja, ansonsten sehen wir zu, dass wir jetzt ins Hotel kommen, dass wir uns ein Grab bestellen. Und wir danken fürs Zuschauen und sagen bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.